So, 1.5. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Alles sitzt. Ich stehe richtig hier. Wunderbar. Ein YouTube-Kanal über das Meistern der Midlife-Crisis. Ernsthaft? Was soll das? Warum machst du das? Wird das ein freudscher Psycho-Channel? Was willst du da präsentieren? Nachdem ich erzählt hatte, dass ich diesen YouTube-Kanal starte, habe ich viele solche Fragen erhalten. In diesem Video gibt es die Antworten. Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Kanal Mastering Midlife Crisis. Mein Name ist Ulf und dieses ist das erste Video meines neuen Kanals. Technisch existiert er bereits seit 2006, doch bis dato war er eher eine private Spielwiese zum Experimentieren, ohne große Ziele. Das soll sich nun ändern. Mastering Midlife Crisis lautet der Titel meines Kanals. Er dreht sich um den Mann ab 40, der nach Job, Karriere und Familienplanung zum dritten großen Abenteuer seines Lebens durchstartet und dabei so einige Hürden zu nehmen hat und sein Umfeld mit etlichen spleenigen Ideen überrascht. Was hat dich zu diesem Thema gebracht? Ich bin 52 Jahre alt und eben genauso ein Mann in der Midlife Crisis. Meine persönliche Phase dauert bereits 12 Jahre an. Was die Höhen und Tiefen dieses Lebensabschnitts angeht, kenne ich mich also aus. Und als Journalist, der ich von Haus aus bin, möchte ich davon erzählen und berichten. Was dürfen wir erwarten? Gesundheitsmagazin mit Psychotouch oder persönliche Lebensbeichte mit Soap-Charakter? Weder noch. Zumindest nicht derart ausschließlich. Ich möchte meinen Kanal gleichermaßen informativ wie unterhaltsam gestalten. Das ist meine Heimat. Neu ist für mich, dass ich selbst betroffen bin. Ein Mann in der Midlife Crisis. In meinem Fall sogar noch etwas mehr und extremer als bei anderen. Denn meine Midlife Crisis wurde in den zurückliegenden Jahren von depressiven Stimmungsschwankungen begleitet und endete in einem schleichenden Burnout. Diesen habe ich lange Zeit vor allem mit mir selbst ausgemacht. Doch inzwischen habe ich diese Phase zum Glück und aus eigener Kraft überwunden. Darüber möchte ich unter anderem erzählen. Von meinen persönlichen Erfahrungen. Du hast keine Angst, öffentlich über deine mentale Gesundheit zu sprechen? Wovor sollte ich Angst haben? Dass jemand weiß, dass ich mich seit einigen Jahren mit depressiven Stimmungen rumschlagen muss? Und dass es eine ziemlich miese Zeit war und manchmal auch noch ist? Nein, in der zurückliegenden Zeit habe ich mich allzu häufig in Grenzbereichen bewegt und nicht darüber gesprochen. Die Erkenntnis, nicht mehr starr zu verharren, sondern eine Situation zu beschreiben, sie zu analysieren und dann daraus Entscheidungen abzuleiten, das hat mich persönlich weitergebracht. Das Stigma eines möglichen Makels lasse ich nicht mehr gelten. Und was andere darüber denken, ist deren Sache. Es kümmert mich einfach nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ich anderen, denen es ähnlich geht, einen Denkanstoß geben könnte. Du sagst, dass die Midlife Crisis auch lustige Seiten haben kann. Welche sind das? Ja, natürlich. Einfach mal mit einem Therapeuten sprechen. Da hört man die verrücktesten Geschichten. In vielen, vor allem deutschen Komödien, ist das ja ein immer wiederkehrendes, geradezu klischeehaftes Motiv. Die Kinder sind flügge geworden, die Jobkarriere ist vollendet oder eben auch nicht. Das Haus ist abbezahlt, die Partnerin hat ihre eigenen Themen, das Sexleben stagniert, die alten Freunde von früher, mit denen man immer um die Häuser gezogen ist, benehmen sich inzwischen wie Frührentner. Ist das nicht frustrierend? Ja, das ist es. Aber mehr noch, es ist auch explosiv. Denn ein kleiner Zünder und der alte Mann fängt auf einmal wieder Feuer und kommt auf ziemlich verrückte Ideen. Der eine geht dann auf Flirt-Tours durch die Bars, der andere zieht mit einem Van durch Europa, besucht Musikfestivals und raucht experimentelle Substanzen. Oder er macht eben halt einen YouTube-Kanal auf. Ich werde alles thematisieren, worauf ich Lust habe und von dem ich glaube, dass es andere interessieren könnte. Gesundheit, Partnerschaft, Lifestyle, Technik, Fitness. Alles, was alte Männer durch die Midlife Crisis begleitet und ihnen vielleicht Spaß bereitet. Und House- und Disco-Musik werde ich am Rande ebenfalls zelebrieren. Dieses YouTube-Studio in unserem Wohnzimmer ist nämlich auch ein kleiner Dancefloor mit Mischpult, Disco-Kugel und Lichtanlage, den ich hin und wieder für ausgewählte Gäste auflege. Auch das ist ein Ergebnis meiner eigenen Midlife Crisis. Dein Themenmix ist viel zu bunt.
Für YouTube brauchst du spezielle Themen und eine spitze Zielgruppe. Spitzes Thema, spitze Zielgruppe als Erfolgsschlüssel für YouTube. Ich kenne das. Bei den Verlagen hieß das früher Special Interest. Ganz ehrlich, I don't care. Ich mache, worauf ich Lust habe und wovon ich denke, dass es andere interessant, lustig oder auch amüsant finden könnten. Das kann sich um die Midlife-Crisis drehen, muss es aber nicht. Oder nur indirekt. Wenn ich Lust habe, Gadgets vorzustellen und zu testen, dann mache ich das. Wenn ich Bock auf einen Roadtrip habe, dann nehme ich euch mit. Vielleicht gefällt es ja jemandem. Vielleicht sogar dem YouTube-Algorithmus. Also ein Kanal ganz ohne Psychothematik? Durchaus denkbar, dass es auf meinem Kanal auch mal ein Interview mit einer Psychotherapeutin oder einem Paartherapeuten geben wird. Aber sicherlich wird das kein zweites Gesundheitsmagazin Praxis für Psychofans. Ist der Kanal somit auch Teil deiner eigenen Therapie? Und was sagt deine Frau dazu? Definitiv. Als Chef vom Dienst in einer Redaktion war ich jahrelang darauf getrimmt, einen Laden am Laufen zu halten. Mein Ordnungssinn ist ausgeprägt. Aber zugleich hasse ich diesen Ordnungssinn wie die Pest. Dann möchte ich ausbrechen und alles anders machen. Das sind wohl die zwei Herzen, die in mir schlagen. Ich habe dieses Gefühl zuletzt viel zu lange unterdrückt, mich der Situation angepasst. Es ist, wie es ist. Du kannst es eh nicht ändern, lautete damals die Devise. Und das war frustrierend und hat mich krank gemacht. Diese Beschränkung nicht mehr zuzulassen, war mein Weg aus diesem selbstgewählten Gefängnis. Und ja, dazu gehört die Midlife-Crisis mit all ihren Flausen und verrückten Ideen nicht als Problem, sondern als Chance zu begreifen und eben dieser depressiven Grundstimmung zu entkommen. Das heißt nicht wirklich jede verrückte Idee auch in die Tat umzusetzen, denn einige sind in der Tat sehr ungesund. Aber raus aus dem Hamsterrad zu kommen, out of the box zu denken und sich hin und wieder neu zu erfinden, egal was andere davon halten, das hat mir Lebensqualität zurückgegeben. Meine Frau Melinda hat das zum Glück ebenso begriffen. Sie kann ein Lied davon singen, auf was für Ideen ich schon gekommen bin. Aber es hat unsere Partnerschaft und damit auch unserem Familienleben enorm gut getan. Daher muss ich meiner Frau sehr danken. Sie begleitet all meine Ideen, meine Hirngespinste und meine Projekte mit viel Enthusiasmus und großer Gelassenheit. Als Sidekick wird sie daher hin und wieder Cameo-Auftritte in meinen Videos haben. Muss bzw. soll dieser Kanal euer Leben finanzieren? Das wäre sicherlich wünschenswert. Wichtig war mir erst einmal, das alte Lebenskonstrukt, das mich über viele Jahre mürbe gemacht hat, hinter mir zu lassen. Es war ein langer Weg, denn natürlich wirft man nicht alles so einfach über Bord, wenn man vor allem 3 noch recht kleine Kinder hat. Aber während eines Klinikaufenthalts im Winter 2021 wurde mir ziemlich klar, ich kann noch so viel über die Situation nachdenken oder mich mit anderen Leuten, Familie, Freunde, Ärzte, Therapeuten darüber diskutieren. Letztlich liegt es allein an mir. Mein Leben, meine Verantwortung, meine Entscheidung. Die Erkenntnis dieses Dreiklangs brachte mich zu dem Entschluss, etwas Neues zu starten. So habe ich mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und Best Puppy Media gegründet. Das ist meine kleine Oase für Content Creation und Publishing aus dem Herzen von München. Und zum Thema Geld verdienen, von jetzt auf gleich kann man nur selten in größerem Umfang via YouTube Geld verdienen. Das weiß ich sehr wohl. Wir haben das Glück, dass wir dieses Experiment wagen können. Die Midlife Crisis begreife ich daher als Chance. Warum auch nicht? Wann geht's richtig los? Wie häufig und wann wirst du neue Videos veröffentlichen? In Kürze. Dieses ist das erste Video, das Intro, das Vorstellungsvideo. Ich möchte wöchentlich neu veröffentlichen. Daher produziere ich jetzt zum Start einige Videos vor, damit ich gleich den richtigen Rhythmus finde. Den besten Wochentag zur regelmäßigen Veröffentlichung muss ich noch finden. Dafür hatte ich noch keine Zeit. Zudem muss ich auch noch meine Website produzieren. Wer noch mal schauen mag, bestpuppy.media bzw. ulfhannemann.com. In diesem Sinne, bis bald auf diesem Kanal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt nur noch die Frage des Tages. Wie schützt ihr euch vor einem Burnout? Ich freue mich auf eure Gedanken in der Kommentarleiste direkt unter dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like oder abonniert den Kanal.